Good evening. That's all. That's all. Good evening. I'll give you a quick view of the setup because we're still waiting for the attendees to come, and then our star for tonight will then slowly and surely show up. So, our star of tonight. Hello and welcome, everyone. I'm going to ask my cameraman tonight. It's my son Nikolai. My daughter is working in Jena, just a little further away from Berlin, and my son took over as the camera person. And I'm going to have my son zoom in to these lovely, beautiful figs. Now, I'm sure all of you can hear me, and I'm going to ask how many of you are German speaking and would like me to speak German as well. As an exception to the rule today, I did mention that I was going to give the cooking show today German and in English. Also jetzt gehe ich auf Deutsch rüber. Ganz herzlich willkommen heute zur Kochshow. Und ich habe auch meinen Sohn gebeten, dass er hier zeigt die Feigen, die ich leider nicht gepflückt habe, aber die habe ich von meinem Türken um die Ecke bekommen. Ganz sagenhafte, süße und sehr leckere Feigen. Und jetzt meine Hauptfrage im Moment. Wie viele von euch würden lieber haben, dass ich es auf Deutsch auch sage, beziehungsweise die Kochshow heute Abend, oder soll das Ganze auch nur auf Englisch gehen? Ganz einfach hinschreiben, auf Deutsch oder Englisch. Da will ich noch bitten, ich glaube, wir sind jetzt 5, Nikolai? Wir sind 8 Leute. Wir sind 8. Okay, so we are now 8 attendees from what I've been told. And I've asked a question, how many of you would prefer me to give the cooking show in English and German, or in English only, and we'll decide in the next half minutes. Until then, we will then give the show in German and in English. Okay. So for those of you, just click in with your name and ask me to give it in German or in English. And if one person wants in German, then I will proceed continuing in German and in English. All right, cameraman? Camera person? No answers yet. No answers yet. All right. Also noch keine Antworten. Dann werde ich auf jeden Fall das jetzt ablegen kurz und euch alle herzlich willkommen heißen hier nach Brandenburg, nicht Berlin. Ich lebe genau an der Grenze Brandenburg und Berlin. Also ich muss mich kurz entschuldigen, es ist so wahnsinnig warm. Nikolai hat nämlich ein wunderschönes Feuer aufgestellt, aber ich muss mich ausziehen. Tut mir wahnsinnig leid, aber das muss ich jetzt. Ist also wahnsinnig heiß. Okay, jetzt ist alles gut. I was just saying in English that my son was so kind to set the fire up, but it is extremely warm here. I also have the floodlights focused on me, and it's very warm. So I'm going to I just removed my jacket. I thought it's actually quite cool, but with the fire, it's very, very warm. Okay. Linda Saal wrote in German, and yeah, that's the first answer. Okay, and we're wonderful. Still waiting. So Linda Saal, you answered in German. I'm going to continue giving it half German, half English. Also Linda Saal hat also geantwortet, sie würde es lieber auf Deutsch haben. Dann werde ich weiter auf Deutsch und auf Englisch weitermachen. So, also unsere Spezialität heute werden gefüllte, gegrillte Feigen mit Ziegenkäse und mit anderen kleinen Überraschungen. Mariella Zara wrote, Yes. I can't speak German, sorry. Okay, Mariella, no problem. Mariella, I'm going to continue in English for you. In other words, I'm going to continue half English, half German. Is that all right with all of you? It should be all right. Because I will be saying the same thing in German as in English, the same thing in English as in German. All right? Okay. Also we're going to be this evening be grilling our figs. Isn't this lovely? We're going to be cutting them in half
and filling them with goat cheese and a couple of more surprises. It's so lovely. And then grilling them, setting them up and plating them in such a way that you can actually have them on your own or sharing it. Now, heute Abend werden wir also gefüllte, aufgeschnittene Feigen, werden sie füllen und dann im Feuer grillen. Es ist wahnsinnig schmackhaft. Und es mundet mir schon. So, I'm going to go back to English now. On behalf of Lebanon, as most of you know, that this particular dish, according to the marketing that I've done, it will be Lebanese dish, and it is a Lebanese dish. But it's also on behalf of Lebanon and the Lebanese people who are struggling, who are fighting, who are trying to survive, and who are experiencing a second fire along the port today. It's been the last 6 or 7 hours. It's not something that we're very happy about. But on behalf of the suffering and the struggling, tonight is a very special night. It's a Lebanese food show tonight. Also im Namen der libanesischen Bewohner und alle, die in Lebanon heute leben, leider Gottes haben wir noch einmal ein Feuer, die sie in der Hauptstadt erleben müssen. Das versteht man noch nicht ganz heute, weshalb das passiert ist, obwohl es sehr viele Theorien gibt. Aber nichtsdestotrotz, heute ist das Ganze heute im Namen der libanesischen Personen, die auch für ihr Leben kämpfen, für ihre Existenz kämpfen. Also im Namen von allen libanesischen Freunden, die ich kenne, in Abu Dhabi, Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und hier in Berlin und in Brandenburg und sonst auch noch auf der ganzen Welt. Das ist für euch heute Abend. Ich hoffe, es bringt eine kleine Freude für euch. Okay, I've translated from English into German and we're going to start to cook. Okay, filled figs with goat cheese, we need a sauce. Also gefüllte und aufgeschnittene Feigen, die brauchen eine Soße. Also wir beginnen mit der Soße. Die Soße in Lebanon, die ist meistens aus Traubensirup oder auch ausnahmsweise die moderne Art aus Granatapfel. Und das ist zwar türkisch, diese Flasche, aber dieser Granatapfelsirup hat keinen Zucker, was wunderbar ist. Und heißt auch Nasr Eskizi. Also das heißt Granatapfel, was wunderbar schmeckt. Okay, what I have here for the sauce, I have pomegranate syrup without sugar. So for those of you who live in Germany or anywhere else around Europe, including the United Arab Emirates, you have this company as well, or a similar company, selling pomegranate syrup without sugar. Now, if you can only get the one with the sugar, get the one with the sugar and exclude the honey. Falls ihr diesen Sirup nur mit Zucker finden solltet, dann lieber ohne den Honig, den ich jetzt reintun werde. Gut? Aber ansonsten würde ich stark bevorzugen, dass man es ohne Zucker kauft. Ist was Fantastisches. So, wir fangen jetzt, wenn ihr das aufschreiben wollt, mit 6 Esslöffel. We're going to start with 6 tablespoons of pomegranate syrup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Jetzt haben wir 6 Esslöffel Granatapfelsirup und dadurch, dass es ohne Zucker ist, wie ich es vorher erwähnt habe, kommt was Sagenhaftes rein. Und hier habe ich auch Honig aus dem Jemen, ohne Glucose und ohne zugefügten Zucker oder sonst andere Süßmittel, also ausschließlich nur den puren Honig. Und davon tut man 3 kleine Teelöffel vom Honig und mischt es dazu. Also 1. Also ihr könnt euer Honig nehmen, den ihr so gerne habt, also hier zu Hause. You can in fact use the honey of your choice. I'm using Yemenite honey, which I still have from the United Arab Emirates, a private source. So, and what we're going to mix in here is also thyme. Und was wir hier reinmischen werden, sind ein bisschen Thymian. Und das gibt den ganzen Geschmack. Wenn ihr könnt, frisch, and if you can, you buy it fresh. If you cannot acquire it anywhere fresh, then you can get the dry thyme. And if you don't have thyme, you can use oregano.
if you have oregano, then use a little bit less, all right? So here we're going to just roughly shred it. That's how it is. And you can have a look. This is your sauce, your base, and we're going to mix it. And it has to fuse. Now, if you're going to be using, according to the recipe, the grape syrup, you will add a few drops of orange juice. You will get the recipe once the show is over. Also, falls ihr entscheiden solltet, genau das Rezept nachzumachen, im Rezept steht nämlich drauf, also Traubensirup, da tut man ein bisschen Zucker rein und auch ein wenig Orangensaft. Aber das Rezept werde ich reinfügen, dann könnt ihr es genau nachmachen. Oder ihr macht es wie ich und ihr schreibt es jetzt auf mit Granatapfelsirup ohne Zucker. Und wenn Zucker, dann bitte kein Honig. Also ihr süßt es so nach Geschmack. So there we go. We are now in the process of mixing it. Just make sure that it's well mixed. It tends to separate a little. So we now have the mixture of pomegranate syrup, honey of your choice, and I have wild flower and wild herbs. It's quite pungent, quite strong, slightly astringent, just ever so slightly mixed in here. So, das haben wir jetzt gemischt und das werden wir jetzt beiseite legen. Und jetzt kommt das andere. Jetzt wollen wir Teil 2. Teil 2, wir haben hier we're going to now go to part 2, and we have goat cheese. Goat cheese, it's 120 grams. I think my cameraman just blocked the light a little bit. There we go. Okay, we have goat cheese, 120 grams. It's goat cream cheese, and that's the difference. Try to get the cream cheese. If you cannot get the cream cheese, you can buy the other cheese, the normal, standard, soft goat cheese. Auf Deutsch, hier haben wir Ziegenkäse, aber Ziegenkäse Sahneartig oder Creme eigentlich, oder Frischkäse. Das heißt eigentlich Frischkäse. Und das werden wir jetzt also weich machen, weil es auch im Kühlschrank war. Und das werden wir jetzt mischen. Und mit was werden wir das mischen? Ganz einfach, we're going to mix it. And we're going to keep pressing it until the goat cheese, or goat cream cheese has become soft. Otherwise, this is not going to work. There we go. And we're going to be adding flavors. Now, what your interest is, since it is the goat cheese, you don't want to lose the flavor of the goat cheese. While you're eating your fig-filled goat cream cheese filling, you will be able to taste one flavor after another. So by the time you swallow it, you have the last flavor, and very often the first flavor reoccurring again. It's a wonderful experience. Definitely not to be missed. Okay, I'm going to shortly interrupt here. Ich werde hier ganz kurz aufhören. Kurz davor werde ich nur sagen, dass wir hier noch gleich was mischen werden. Und gleichzeitig muss, wenn wir schon die verschiedenen Zutaten reingemischt haben und das auch gefüllt haben, dass, wenn es dazu kommt, dass ihr das langsam anfängt zu essen und zu kosten, es ist ein Spiel mit dem Geschmack auf der Zunge. Und auch beim Runterschlucken kommt der letzte Geschmack, welches immer es sein mag. Und dann geht es wieder zurück zum ersten Geschmack, den man vorher hatte. Es ist nicht gedacht, dass das hier schnell konsumiert wird oder schnell runtergeschluckt wird oder gebissen, gekaut, sondern ganz langsam und wenn möglich auch geteilt mit Freunden oder mit der Familie. So, und was ich auch auf Englisch, what I said before in English, that I'm going to interrupt and I'm going to present myself. My name is Alexandra von Hahn. I am the author of an Emirati cookbook, which is actually, it's going very well along the entire Gulf area, including the international arena as well. That's mainly due to my own marketing. It's not available outside of the UAE, but you can order it from the UAE. Okay, I'm not going to advertise here, but for those of you who do not know me and who have never seen me before, I'm Canadian, born in Chile, from a Hungarian mother, a German Baltic father, raised in Chile, went to a German-Spanish dual school, and moved just shortly before the Chilean Revolution to Montreal, to Toronto, Montreal, Ottawa, back to Montreal. So I'm Canadian.
And I've been traveling for the last 30 years with my family to the different postings, to different countries in the Middle East. And that's the reason why we are all familiar with Middle Eastern food. And I'm just showing you what I've learned during that particular time. I worked as well, but mainly in the food area. Jetzt wieder auf Deutsch. Ich werde mich vorstellen für diejenigen, die mich nicht kennen. Gibt es viele, die mich überhaupt nicht kennen und mich noch nie gesehen haben? Are there many who have not seen me before? Mein Name, it's in German now, ist auf Deutsch jetzt. Ich heiße Alexandra von Hahn und bin in Chile also geboren, aufgewachsen, bin Kanadierin geworden. Ich habe auch in Kanada, also 10 Jahre gelebt, oder ein bisschen länger eigentlich. Und anschließend mit meiner Familie im Nahen Osten auf vielen Posten gewesen. Und das ist der Grund, weshalb ich auch so gerne alles zeige, was ich im Nahen Osten gelernt habe. Okay, so I have now given you in English and in German everything that you should know, or it's important for you to know. And we're going to now mix. Now it's soft. It's very soft now, also through the heat from the flames coming right across the table. It's soft, exactly how it should be. The cream cheese, the goat cream cheese. Wir werden jetzt hier reinfügen, vielleicht stelle ich das ab, ist ein bisschen einfacher so. Wir werden jetzt hier 3 kleine Teelöffel Honig reinfügen. Auch ein Honig, den gleichen Honig, den wir vorher benutzt haben für die Soße. Man kann wechseln, man kann auch einen anderen Honig reintun, würde ich aber nicht machen. Das sind schon zu viel Geschmacksrichtungen. I would definitely use the same honey that you used for your sauce. You either can use the acacia honey, or wildflower honey, or oregano honey. It's quite pungent, the oregano honey, but the one that I'm using is herbs and flower honey. It's pungent and slightly astringent. All right, we're going to mix this. Wir werden das jetzt hier langsam mischen. Also, man muss sich ja vorstellen, Honig mit Ziegenkäse, mit Ziegenfischkäse, wird auch schön ordentlich gemischt. Einer der einfachsten Rezepte, aber sagenhaft, was der Geschmack angeht. Also ein Repertoire von Geschmack, den man sich sonst selten vorstellt. Es ist eigentlich wie ein Geschenk. It's a wonderful repertoire of different flavors in this particular cheese now. And it's very much like a gift, you know, while you're eating, it's like eating a gift or a present. It's just exquisite and delicious and delectable. So there we go. We mixed it now. We're also going to mix just a little bit of the thyme. Wir werden auch ein bisschen Thymian reinfügen. Ganz so in kleine Stücken. We're going to be putting in just a few pieces of your thyme. There we go. And we're going to mix it again as well. So there we go. We mixed it. What we're going to do as well is we're going to add pepper. We have a few grains, as you can see, of green pepper, which we're going to add in both the sauce and the cream. Oh, this table is not strong enough for that. So, we have a close-up. So, jetzt werden wir hier eine Nahaufnahme machen. Das sind also Pfefferkörner, die ich soeben durch den Mörser hier durchgeführt habe. Through the mortar and pestle, I have here green peppers, 7 green peppercorns, also 7 Pfefferkörner. Die Hälfte davon kommt hier in die Creme hinein, also in Fischkäse, und die andere Hälfte hier in die Soße. Und wir nehmen hier alles mit in den Fischkäse hier hinein. So, und das wird jetzt auch noch einmal gemischt. Und so entwickeln sich auch die verschiedenen Geschmäcke, die man hier im Fischkäse zum Kosten bekommt. Wir müssen das nur aber richtig mischen, sonst gelingt es nicht. So, jetzt haben wir das hier gemischt. Ich mische noch die Soße, weil ich jetzt soeben Pfeffer reingetan habe. We mixed the goat cream cheese thoroughly in order for the flavors to be fused. And the same thing here for the sauce. I mixed in the leftover, or the other half of the green peppercorn, which I powderized in the mortar and pestle, and it's in the sauce now, integrated. Okay, now we're going to add another flavor, or another ingredient rather. We have here, it's about
30 grams of pistachio, crushed pistachio, which I crushed in my mortar and pestle. Hier haben wir circa 30 Gramm Pistazien, die ich selbst geschält habe und geröstet habe und also hier selbst auch zerbröckelt. Jetzt wollen wir aber circa die Hälfte hier rein tun. So, die Hälfte kommt hier rein, die andere Hälfte, sagen wir mal 2/3 kommt hier rein. 2/3 und 1/3 von den 30 Gramm werde ich behalten für die Dekoration. So, und das mischen wir auch. Ups, das war ein bisschen zu schnell. So, das werden wir hier mischen. So, und jetzt so langsam, wenn man es riecht, kann man schon den Geruch vom Honig, Pistazien weniger, die Pistazien kommen empor, wenn man es gegrillt hat. You can actually smell the honey, the pepper definitely, and the pistachios, no, you can't smell them yet. But once they're roasted, yes, you can smell. I'm going to put this down. And we have another ingredient. We have black pepper, just a smidgen of black pepper, just a few turns here, and the same thing here into the sauce, a few smidgens of black pepper. Linda Saal fragt, Ja. sind die Pistazien frisch oder geröstet? Are the pistachios fresh or roasted? Linda, good question. I may not have said it in German or in English. The pistachios, I bought them fresh, I deshelled them, I roasted them, and I crushed them. Also auf Deutsch, die Pistazien, die habe ich frisch gekauft, habe ich geschält, geröstet, also trocken geröstet auf der Pfanne, ganz langsam Feuer und dann im Mörser so weit zerbröckelt, so wie ich es für richtig empfinde. Man kann auch Pistazien schon in Stücke kaufen, nur würde ich stark vorschlagen, dass man sie röstet, damit der Geschmack nach oben kommt. What I've just said is that once you have actually decided whether you will buy the pistachios in pieces or sliced, or whether you will actually go ahead and buy them fresh, deshell them, roast them, and crush them yourself, one way or another, they have to be roasted. So you can choose either way. Okay, now we have mixed the mixture, which will be very soon. We will be inserting them right into the figs. And the work now will be the following. We're going to be taking the figs. We're going to do this here. We're going to choose the figs. We have here different types of figs. Wir haben hier verschiedene Sorten. Das heißt, was jetzt, entweder haben wir hier dunkel und schon relativ reif, oder es ist noch nicht dunkel. Ich will es ausschneiden für euch. We have two different kinds. We have the mature and less. In fact, this is quite a young one, although it might be mature, but it's, from flavor point of view, no. There's a lot of green or a lot of white area here. You try your best not to get figs that have this particular white area and more flesh. This would be actually so much better. Here is one that I assume, and I'm going to guess, is the one that we're looking for. I'm going to cut it in half, and there we are. It has less white flesh, and the red meat or the seeds are actually dark in color, much darker than this one here. This is a younger one, this is an older one. And when you're choosing figs, choose the ones that are slightly soft, even if they're a little damaged. It doesn't matter as long as they're still all right to use. The softer and the larger they are, wonderful. You also have the small figs. I have medium size. The recipe calls for the large ones, so I'm going to double them. Also jetzt auf Deutsch, wir haben hier zwei verschiedene Sorten von Feigen. Wo habe ich jetzt die andere Feige hingelegt? Die ist runtergerollt. Die ist runtergerollt. Na, das ist ja toll. Gut, also wir haben hier die Feige, die auf jeden Fall sehr wenig weißes Fleisch hat, aber mehr rot, und das ist, was wir suchen. Wenn ich das jetzt hier zumache, werdet ihr sehen, dass es eigentlich sehr weich ist. Es ist weich und ich kann auch leicht hier, genau, und so sieht man, dass es auf jeden Fall schon reif ist. Also reif, also perfekt hier zum Essen oder auch Grillen.
So, das sind die besten, die wir hier noch in Deutschland kriegen können, beziehungsweise Brandenburg und Berlin. Ich bin mir ganz sicher, dass wenn ihr in Italien seid oder sonst woanders, wo ihr Feigen kriegen könnt, oder Türkei, werden sie noch größer und vielleicht auch noch dunkler. Ich erinnere mich noch, in Chile, da hatten wir doch die ganz großen und das war dann dunkelrot, fast schon in Richtung dunkel, also schwarz gehend. Der Geschmack war ein bisschen intensiver als das, was wir hier haben, also es geht von Land zu Land anders. So what I'm saying is that I'm sure that in Italy or in Turkey or any other country where you can grow figs, the figs are either smaller, very intensive in flavor, or very large and are darker in color and with more flavor than the ones that I can get here in Brandenburg or Berlin. They're not grown in Brandenburg or Berlin, they're grown in Turkey, but they're actually transported not sun-ripe, unfortunately. But that's how it is. That's what we can get. But they're still tasty. All right. So I'm going to cut 4 of these. So I'm going to choose. Ich werde noch die ganz weichen auswählen. Hier haben wir noch ein ganz weiches. Dunkel. Hier ist noch ein weiches. Nee, das ist nicht weich. Hier haben wir noch ein weiches. Und vielleicht haben wir noch Glück. Doch, hier ist ein wunderschönes Dunkel und weich. So, das will ich jetzt ablegen. So, wir machen das jetzt hier auf dem Tuch. Die werde ich jetzt aufschneiden. And now I'm placing the figs on the kitchen towel. We're going to cut the figs. You can see this is a little older as well. The red ones are the ones that I prefer. So, wir haben hier auch verschiedene Farben. Es geht schon ein bisschen bräunlich. Also ich habe die ganz roten frischen sehr gerne. Die sind ganz wunderbar. So, und dann tue ich es auch gleich auf Alufolie. Und warum Alufolie? I'm going to be placing them on the aluminum foil. You can do as you wish. If you don't want to use aluminum foil, because it's not environmentally friendly, you can use any other dish that accommodates the barbecue or your oven. As an oven-proof or barbecue-proof dish. Now, we're going to take a spoon or a knife. I'm going to take a spoon. And we're going to do an indentation. Jetzt werden wir das hier reinpressen, um Platz zu machen für den Frischkäse. So, jetzt werden wir hier ein bisschen mehr Platz machen. Siehst du, ja, genau. Now we're going to be doing actually pushing in with a spoon a cavity into the fig. And the same thing here. We're going to make the cavity just so that we can actually push in the cream cheese, the goat cream cheese, into the fig. As you can see, this is going to be quite exotic. There we go. We're going to do it with all of them. There we go. Also jetzt werden wir hier mit allen, wie viel haben wir? 8 halbe. Und manchmal bei diesen kleinen ist es vielleicht doch wichtig, dass man ein bisschen mal rausholt. Aber ich würde nichts rausholen, weil sonst geht der Geschmack auch noch weg. I wouldn't remove any of the flesh inside for the simple reason is this is what gives the flavor to the fig. There we go. So we're almost done. Wir haben noch 2 Hälften. So, und das hier ist ein bisschen härter. So, jetzt haben wir es hier durch. Hier mit dem Löffel. Das ist auch eine Art. Man kann es auch mit den Händen machen. Man kann auch ein bisschen hier vom Fleisch rausholen. Es sind kleine, mittelkleine, es sind eher kleine Feigen, die ich hier habe. Die ganz großen habe ich jetzt nicht gefunden. These are actually small-sized figs. The large ones, we're talking about double to triple the size, and then you can scoop out a little bit of the flesh. However, what we are going to do now, we're going to be inserting the cream cheese, the goat cream cheese, into the fig. There we go. This is exquisite. You can actually fill as much as you wish. This is one way of doing it. And there we go. Or you fill them a little less. That's another way of doing it. 2. And a third one. We're going to be filling all of them. I wish you were here so you can actually taste it. This is so wonderful, especially when it's barbecued.
or placed directly into the fire. Oh, this is lovely. There we go. We have a thyme sprig in here. I'm going to leave it as such. There we go. I'm going to fill it like this. We have 2 more. And you can serve these filled figs either as an entree or as a meze, which means as an appetizer, together with many other dishes, as an appetizer, of course. Now, we have filled these figs, and what are we going to do now? We're going to be carefully just push them into the center, fold the aluminum foil to the top. There we go, like this. And my son, or the camera person, is going to follow me directly to the fire. So this is what we're going to do. I'm just going to use this here. Okay, there we go. So we're going to open this here a little so that it will actually absorb some of the smoke, and they'll be not only grilled, but they're actually going to be having a little bit of that smoke aspect. We have actually very, very good wood here, and this wood also gives a wonderful flavor and smell or aroma to the figs. Now we're going to leave it in the fire for about maybe 4 or 5 minutes or a little longer. And if you do not have a fire at home, which is probably the case, you can use the oven at 220, preheated. Make sure it's preheated. You use a recipient that is oven-proof. Also das heißt in anderen Worten, wenn ihr das zu Hause machen wollt und kein Feuer habt, dass man für hier circa 6 bis 8 Minuten hier liegen lassen kann, dann schlage ich vor, den Ofen anzustellen, schon vorgeheizt, 220 Celsius, gute 10 Minuten vorgeheizt. Anschließend kommen dann die Feigen in den Ofen rein, offen, also jetzt nicht zu, sondern offen in einer Schüssel, die auch für den Ofen geeignet ist, und das für genau 6 Minuten. Zwischendurch auch anschauen, falls euer Ofen stärker heizen sollte. Und wenn es geschmolzen ist, dann ist es eben fertig und sofort zum Essen bereit. Okay, so what we have in the meantime figs that have been filled, and they're inside, actually, yeah, pretty well inside the fire. And I'm going to show you with the leftover, what are we going to do with the leftover goat cheese? Was werden wir mit das, was hier übrig geblieben ist, machen? Kann man sich sagen, entweder kann man das so essen oder aufs Brot tun. Ja, kann man auch. Man kann aber was noch Leckeres machen oder was sehr Schönes noch machen. Ich habe hier, I was just saying that what shall we do with the leftover cream cheese, the goat cream cheese? Shall we just eat it or spoon it? In other words, shall we eat it with bread? Well, yeah, we can do that. Why not? It's very, very tasty. Or we can fill the dates with them. Oder die nächste Alternative, wir füllen Datteln. So, und ich habe hier ganz besondere Datteln. Das sind Datteln aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, obwohl man Datteln von überall kriegen kann. Wenn ihr die tunesischen Datteln benutzen sollten, dann weicht es ein bisschen in Wasser ein, die sind nämlich wahnsinnig trocken. In the event that you do not have access to dates from the United Arab Emirates, and you only have Tunisian dates, for example, then most Tunisian dates are a little dry. Just pre-soak them in water or in orange juice for about 10-15 minutes. Or if you are someone who likes alcohol, such as rum, then just dip them into rum for about 10 or 15 minutes. Absolutely exquisite, your choice. So we're going to be filling these dates, or 3 or 4 of these dates, with the leftover filling, and we'll do the same thing, placing them into the oven. So, jetzt werden wir die Datteln füllen, die auch ins Feuer reintun. Und ich habe hier schon vorgeschnittene Datteln, und ich will es euch zeigen. I'm going to show you. The date inside has a date pit. So, das ist die Hälfte. Wir haben es also halbiert, und hier haben wir Dattelkern, and this is a date pit. The date pits, please keep them. I keep all of the date pits, not necessarily to grow a date tree, also nicht unbedingt um einen Dattelbaum zu pflanzen, aber ich röste es, zerstampfe es und mache einen Kaffee draus. Ich tue keinen Kaffee rein, aber das schmeckt sehr ähnlich zum Kaffee. So what I do with these, I wash them, I dry them,
I roast them outside over the fire. I crush them in a mortar and pestle, not in the machine. It will never be able to do it. You'll actually kill the machine, and you can make coffee out of it. It's just exquisite. So keep them. At one point, I'm going to be showing you how to make the coffee out of date pits. Okay, so jetzt haben wir hier 6, ich glaube 6 von den aufgeschnittenen Datteln. Und wenn nicht 6, dann haben wir 4. Genau, 4. Hier haben wir noch eins. Und vielleicht haben wir noch eins schon. Ja, hier haben wir. So, und jetzt werden wir die Datteln auch füllen. So, we're going to fill the dates and we close them like a sandwich. And if you still have some leftover cream cheese, then you can use that as decoration on your plating. Or you can use it and eat it with your bread. So, wenn was übrig geblieben sein sollte noch, also hier vom Frischkäse, dann kann man das immer noch mit Brot essen oder auch einfach aufheben. So, jetzt habe ich das hier geschlossen und ich hoffe, dass hier nicht allzu viel übrig bleibt. Aber ich glaube, da wird ein bisschen was übrig bleiben. So, hier mache ich noch eins zu und wir füllen noch das nächste. Aha, mein Sohn hat hier, der Kameramann hat nicht noch die nächste Dattel zur Verfügung gestellt. Danke, ich freue mich. So, and my son just gave me another date, so we don't have any leftover. And here we're going to fill the last date. It's going to be an overfilled sandwich. There we go. Now we close them. And we're going to tightly close the, just a little corner we'll leave open in order for the smell, the smoke to enter. So, das heißt, ich habe hier auch das geschlossen mit einer kleinen Öffnung hier, damit auch der Geruch vom Holz auch sich reinfügt. So, und das tun wir jetzt auch ins Feuer rein. So, und jetzt werden wir anschauen, ob die Feigen schon so weit sind. Aber ich werde mir ein Tuch holen. Now, I'm going to check if the figs are done. Here, I'm going to be on the ground. And let's check if the figs are done. Jetzt werden wir es öffnen und sehen, ob das schon so weit ist. Wunderschön geschmolzen. Das werde ich euch gleich zeigen am Tisch. Wunderschön. So, das tun wir jetzt weg. All right, we have everything ready. There we go. I'm going to put this away. And just clean the table a little. There we go. And have a look. It's just lovely. Just absolutely lovely. Here we go. So, I'm going to show you. Jetzt will ich euch zeigen. In fact, we're going to be plating. Wir werden jetzt anfangen. So, das Licht werde ich jetzt ein bisschen drehen. Geht das so, Nikolai, mit dem Licht? Ja. Ja, gut. Damit man hier die Platte sehen kann. Ich habe hier eine schwarze Platte. You have a black plate. And we're going to be plating the actually grilled figs. Jetzt werden wir die gegrillten Feigen hier aufstellen. Und jetzt, das ist jetzt ganz sicher nicht für eine Person. This is for 3 or 4 people. I'm just going to, here is my kitchen towel. I have to, in fact, use my hands for this. Okay. And I'm going to be adding more. Ich will noch mehr drauf tun, aber wir haben doch die Soße und die dürfen wir nicht vergessen. Die Soße kommt direkt auf die Platte. The sauce will be, in fact, drizzled directly on the platter in such a way that it will be appetizing and that everyone can actually dip into the sauce with their fig and with their bread. This is just beautiful. Now, if you can, Nikolai, or my cameraman, just zoom in. It's almost like a design. You have your thyme leaves, you have your little twigs, and you also have your pistachios in there and your honey and your pomegranate sauce. Also was wir hier sehen, ist ein Spiegel, quasi mit ein bisschen Thymian drauf, mit den Blättern, mit ein bisschen Honig natürlich und ein bisschen Pistazien kann man auch reintun. So, das ist jetzt wunderschön. Und jetzt kommen auch noch die anderen Feigen oben drauf. Man kann auch eins umgekehrt geben und das andere daneben. So.
Dann haben wir hier noch ein drittes. So, then we have the fourth one. Beautifully melted. Okay, is this too much light, Nikolai? Just 1 minute. So, ja, besser so? Okay. I think it's, ich glaube, es ist besser so oder nicht? Es adjustiert sich. Ja, also soll ich das Licht wieder zurückbringen? No, it's okay. Ja, okay, gut. Also, wir haben hier noch eins und hier in die Mitte rein. So we have our setting up now, our setup. And now comes the decoration. Now, how would you like to decorate it? You can decorate it any way you want. I'm sorry. We're also going to add, last but not least, a few drops of not orange blossom, but rose water. 1 drop for each half of the fig. 1, 2, oops, this is going to be a bit too much. I think it's easier on the spoon. Wir werden jetzt ein bisschen Rosenwasser drauf tun, auf jede Feige. Es gibt so den Charakter, dass wir im Orient sind, beziehungsweise im Nahen Osten. Und hier habe ich die Flasche. Der heißt Rose Water von einer libanesischen Firma, Choitran, das man auch durch Amazon sich besorgen kann. You're also able to acquire this rose water through Amazon, or you have an Arabic or Turkish store in your area. But definitely Amazon has this bottle as well. Now I live in the in a village about an hour and 15 minutes from Berlin, and I order a lot from Amazon. Definitely I do. Okay, I'm going to put this away. Ich will das jetzt ein bisschen weiter hintun. So, was ich jetzt hier machen werde, ich werde hier nur ein ganz bisschen dekorieren. Ganz bisschen, damit es auch ja, emporkommt. I'm going to decorate it in such a way so that you can see and you can be able to appreciate with your eye as well. And here we go. Just a little, no more. Perhaps 3 and that's it. And what we have as well, we have the Arabic bread. And Arabic bread is this bread here. We have flat bread, or you have the one that's fried, or you have also wheat with a little bit of butter, and it's also baked in a pizza oven. Or you have your pita bread. There are so many different delicious Lebanese bread that you can use any Lebanese bread. If you don't have any access to Lebanese bread, let me know and I will send you the recipe. It's very, very simple. Very simple and it's exquisite. Okay, I'm going to show you. I have taken the Arabic bread and I toasted them. I toasted them in the oven, dry toast, so that the guests, they can help themselves to these toast. And you can also break it. Here I'm going to just break them. I toasted them. This is actually soft. Eigentlich ist es immer weich. Und man kann es auch im Ofen trocknen, wie ich es gemacht habe. Man bricht es, damit man es auch den Gästen auf diese Art und Weise auch zum Kosten geben kann. Und bricht es bis nach oben. Und hier kommen noch ein bisschen mehr. Gut. Anschließend wollen wir jetzt die Datteln mal anschauen. Ich glaube, dass die Datteln könnten jetzt bald fertig sein. So, jetzt werden wir hier. Kann man was sehen, Nikolai? Ja, kann man. So, doch, die sind wunderschön. Die sind auch geschmolzen. Jetzt bringen wir das auf den Tisch. They're actually wonderful. And the cheese melted. And let me just smell them. I'm sure they smell of smoke. Oh yes, they do. It's a lovely smell of goat cheese and the smell of smoke. Here we go. And we can put them, here we go. We can put them in the front so they can be seen. Very hot, yes, very hot. There we go. There. And what's wonderful is you can have a lot of fun plating it the way you like to plate them. Enjoy it, because if you enjoy it, the guest will enjoy it as well. And I also have some rucola flowers from my garden.
And you can add them if you so wish. Just the rucola flowers. They're beautiful. And if you have the access to get these flowers or any other herb flower, that would be lovely. And now, last but not least, I'm going to show you this Arabic red. There's another part to this platter, part 3. We also have, wir haben auch das weiche, wie ich schon gezeigt habe, das weiche Fladenbrot. Das ist ein Fladenbrot auf irgendeiner Art. Es gibt verschiedene Arten Fladenbrote, libanesische. Die könnt ihr euch auswählen und wenn ihr wollt, könnt ihr mich bitten für das Rezept. So, ich habe jetzt hier ein Fladenbrot, eine Sorte. Ich tue es jetzt hier auf den Tisch. Und hier habe ich Biche de Chèvre. Die Marke ist völlig egal, aber auch noch ein Weichkäse. Also Ziegenweichkäse. This is another goat cheese. Not a cream cheese, but this is goat cheese. I'm going to cut it so that you can recognize it. Have a look. Das ist hier unser Ziegenkäse. Was ich machen werde, ist hier reintun. Auf dieses Fladenbrot. Und tue noch die Restpaprika rein. So, wir haben noch Restpaprika. Und ich habe hier noch übrig geblieben, habe ich hier noch ein bisschen von der Creme, die ich noch vorher hatte. Kommt auch hier rein. So, das werde ich hier rein tun. In fact, I still have some of the cream cheese left over, which I'm putting just between the cheese. You can put it any way you wish. And I also have some rucola left, rucola leaves, and I have some more with the flowers. There we go, and we put them right on top. And I have a few figs. Hier habe ich auch noch, nicht figs, I have, also Datteln, I have some dates. They will be inserted as well. So, eine Dattel, die habe ich auch entkernt. In fact, I removed the pit of the date. Another date here on the side. And now we're going to fold this over. And fold the tip here towards the inside. Fold it over. Jetzt werden wir überlappen und sicherstellen, dass die eine Seite auch nach innen geht, die andere Seite auch nach innen. Und wir rollen es jetzt durch. And now we have both sides towards the inside and we're rolling it towards the end. And you're going to press it down without breaking. Also jetzt runterpressen und es hält sich. Was wir machen werden, normalerweise würde ich das auch hier rösten, aber wir haben die Zeit nicht dafür. Also was mache ich? Jetzt werde ich das einfach schneiden. I'm going to cut it. This is lovely. I should have a board. I don't have a board, but it doesn't matter. Okay, here's one. I'm going to bring this fig a little closer. There's one part. And the others, I will actually cut and slice them so that we can, and this is meant to be sliced once you've eaten all the slices. So, one. We're going to cut the second slice. Now, whether you grill this or not, it doesn't matter. The flavor is there. 2. It would stick a little better if you grill it. Or if you simply place it into the oven. Okay, and we have a third one here. I'm going to place this here on top. There we go. Now, was wir jetzt noch machen können, ist Folgendes. Ich werde noch ein ganz bisschen von diesem Granatapfelsirup, das werden wir jetzt hier drauf tun und ein bisschen tröpfeln, damit es irgendwie so noch elegant aussieht. So, da haben wir es. Und hier auch ein bisschen, ganz bisschen, we're going to just drizzle it, just to make it pretty. And there we go. And this is a lovely, lovely platter. Jetzt haben wir das hier so weit, dass wir das hier vorbereitet haben. Und
Wie ihr wisst, ist das eigentlich ein holistischer Kanal. As you all know, this is a holistic channel where food has a lot to do with your character. The food has a lot to do with your personality. Food has a lot to do with love. Believe it or not, it has a lot to do with love. It has a lot to do with how much love you love yourself and you love others. You love the universe. Food is an expression of love. That's one part. Love you can express in many, many, many different ways. Also das heißt, wieder zurückzukommen. Das Essen oder Nahrungsmittel oder das, was wir heute hier hergestellt haben, widerspiegelt Liebe, widerspiegelt Anerkennung, widerspiegelt Sicherheit, widerspiegelt ganz, ganz vieles. So, ich glaube, mein Kameramann hat eine Frage. Ich muss jetzt ein bisschen stehen bleiben. Nilufa asked, what did you drizzle at the end on the platter? Yes, I was just asked in English. Nilufer, I just drizzled pomegranate syrup, which you can get at Lulu. Carrefour does not normally have this, but Lulu, I know this because Nilufer and I, we both lived in, and she still lives in Abu Dhabi. You can buy this at Lulu. It's a different company. It's called pomegranate syrup. And the one that you can buy at Lulu is with the sugar. The one that I have here in my hands is without sugar. Absolutely exquisite, wonderful. You can use it for everything. You can dilute it in water and drink it. You can use it to decorate, to flavor food. So, jetzt habe ich gerade, ich will es auf Deutsch übersetzen. Nilufer, mein Coach. Nilufer is my personal coach, my business coach. She asked me, oder sie hat mich gefragt, was in dieser Flasche sich befindet oder was ich hier mit was ich hier dekoriert habe. Und ich habe hier soeben ihr erzählt oder berichtet, dass ich also Granatapfelsirup ohne Zucker benutzt habe. Ich habe es in einem türkischen Laden gekauft, hier in Berlin. Kann es auch durch Amazon kaufen. Man muss nur sicherstellen, ohne Zucker. Das ist die einzige Marke hier, die das eben verkauft. Jetzt wird es so langsam dunkler, also ich hoffe, man kann mich noch sehen. Okay, and last but not least, auf Deutsch, ich habe es noch nicht fertig beschrieben. Das Essen, das wir heute hergestellt haben, hat widerspiegelt, wie viel Liebe eigentlich wir für uns haben, Liebe für andere. Wir sind auf einer holistischen Plattform, also we are on a holistic platform or on a spiritual platform. Food is spiritual. Whether you want to believe it or not, it is. It has energy. It has you. Part of you is in the food that you have created. Part of the food, part of my energies are in the food that I have created. I enjoy it every time I make it. And if I don't enjoy making food on that day, I just don't make it. And it's a sandwich. So I strongly suggest that if you are going to be preparing this very, very easy meal for yourself, then share it with others. If you cannot physically share it with others, call someone. Have them share, have them make it as well, and take your laptop and you can have a lovely evening as well. And by the way, for those of you who absolutely love romantic evenings and love the romantic food aspect of it, there you are. This is a lovely romantic dinner, or just an aperitif. It's just very, very, very romantic. With a glass of red wine or a glass of sparkling wine for those of you who like alcohol. And if you're not into the alcohol, and you still want a romantic evening, take this bottle, pomegranate syrup without the sugar or the sugar with the sugar, it doesn't matter. Take some sparkling water, just a few drops, half a tablespoon, drink it, and it's just as romantic. Absolutely wonderful. If you still don't like that, I have the next suggestion. Sparkling water, a little bit of honey, very romantic, very much done as it was, how it was drunk about 500 years ago. And rose water, just a few drops, count the drops. In a whole glass of water of 150 milliliter, 1 drop suffices with a bit of honey. Absolutely romantic. It's a wonderful, wonderful dinner. Last now, for those of you, because it's a Lebanese dish, we're going to enjoy the evening and we're going to finish the evening. Also heute Abend werden wir es beenden. Es ist ja ein libanesisches Essen gewesen. Und hier haben wir libanesischen Kaffee. Wunderschöne Kanne. Das kommt das nächste Mal, vielleicht auch im Workshop. Hier habe ich ein Silber und Gold, typisch libanesisch. Nicht immer, aber ich habe das auch so bekommen. Meine kleine libanesische Tasse. Und hier werde ich es
eingießen, mein libanesischen Kaffee. So, der ist aber mit Kardamom. Ein bisschen Zucker oder ohne Zucker. Ich habe es mir ohne Zucker gemacht. Schmeckt aber fantastisch. Also nach einem Essen möchte man ein bisschen Kaffee trinken. Man braucht ja nicht es zu trinken. Man kann es auch noch ein bisschen kosten. If you're finished with your dinner, you can enjoy your Lebanese dinner with Lebanese coffee, with cardamom, and with a little sugar or without sugar, your choice. You let it rise and cook 3 times. You remove it from the heat source, let it rise. Remove from the heat source, let it rise 3 times. Enjoy your coffee, which is what I'm doing now with you. Exquisite, absolutely exquisite. The aroma, the flavor from the coffee and the cardamom. And if you want sugar in there, sure, why not? Es schmeckt also hervorragend und es mundet wahnsinnig. Also arabischer Kaffee oder in diesem Fall libanesischer Kaffee mit Kardamom. Der Kaffee ist ein bisschen weniger stark als der arabische Kaffee in den Vereinigten Arabischen Staaten oder in der Golfregion. Es ähnelt sich eher zum türkischen. Wird mich jetzt der nächste Libanese ausschimpfen. Kannst du auch, Omar, wenn du da bist, hi. Okay, also mit diesen Gedanken, I would like to now say thank you so much for coming on board. I would like to also thank Gaetano Vivo, who is in fact the host and the owner of Bridges of Light. And to all of you, allen von euch, bedanke ich mich, dass ihr hier wart. Und ich glaube, das nächste Mal werden wir noch ein bisschen mehr Licht haben. Aber ansonsten nochmals vielen, vielen Dank. Thank you so much. And next Thursday, bis zum nächsten Donnerstag.